Ja, moin und willkommen hier bei uns im Ideenlabor. Ich habe hier so einen ganzen Karton voller kleiner Reagenzgläser bei uns im Regal gefunden. Und dann habe ich mir natürlich die Frage gestellt, was kann man denn daraus machen? Kleine Vasen lautet die Antwort. Kann man überall gut einsetzen, ob in Wohnungen oder Balkon oder sonst wo. Ich habe da mal 5 Varianten erstellt und die zeige ich euch jetzt hier mal. Variante 1. Ein Reststück Holz, in diesem Fall Eiche, geschliffen und geölt. 3 Bohrungen für die Reagenzgläser. Die Reagenzgläser habe ich hier so treppenartig angeordnet. Kann man natürlich auch eben machen. An der Rückseite sind 2 kleine Bohrungen. So kann man das Ganze ganz einfach auf 2 Nägel in der Wand heraufschieben und schon hält das. Variante 2. Magnetisch aus einem Reststück von einem Apfelbaum und das Ganze einfach zu befestigen an zum Beispiel einen Kühlschrank. Variante 3, die Schlange. Aus einer Leiste auch jeweils 3 Bohrungen, 3 Teile und jeweils beim Knotenpunkt einfach das Glas durch 2 gesteckt. Variante 4, aus einem kleinen Klotz, vorne eine Bohrung und von oben eine Bohrung. Das Ganze natürlich auch schön geschliffen und geölt. So kann man schön den Füllstand sehen und hat eine kleine Vase für den Tisch. Ja, und diese Variante 5, die finde ich jetzt noch nicht so ganz schön in der Ausführung. Also von der Form und so eigentlich cool mit dem Kreis, alles super. Aber mir ist das hier so ein bisschen weggerissen. Ja, deswegen werde ich das jetzt nochmal in anderer Form machen und versuchen da halt nochmal ein bisschen mehr, naja, ich sag mal, handwerkliche Qualität rauszuholen. Ja, und dafür müssen wir natürlich als erstes mal ein Stück Holz haben. Das findet sich wahrscheinlich am besten in der Restekiste. Die Restekiste sollte natürlich in keiner Werkstatt fehlen. Ja, da findet sich natürlich immer einiges drin. Hier so Reste von A bis Z, ne? Ah, mir springt da dieses Stück ins Auge. Ja, das passt, glaube ich, von den Größen ganz gut. Es sind etwa so dick wie das Glas. Und ja, da werden wir jetzt mal so zu 2 Dritteln reinbohren. 20 mm Forstner-Bohrer ist das Stichwort. Und dann gucken wir mal, wie das aussieht, würde ich sagen. Erst einmal müssen wir natürlich die Mitte finden. Wie geht das am einfachsten? Jeder kennt den Trick oder vielleicht auch nicht. Einfach eine gerade Strecke diagonal von Eckpunkt zu Eckpunkt halten, Strich markieren, das Ganze nochmal zur anderen Seite hin markieren und schon haben wir die Mitte von unserem Werkstück. Ja, wir bohren genau mittig etwa 3 cm tief rein, also ja, so 2 Drittel ungefähr. Oh, mal noch ein bisschen höher hier, ne? Einspann in den Schraubstock, checken. Oh, ja. Ja, so sieht das aus. Ja, minimaler Versatz, sag ich mal. Also nicht ganz hundertprozentig, sondern mal 99%ig mittig bin ich gekommen. Aber ich werde jetzt einfach mit der japanischen Säge vorsichtig noch 2 Schlitze reinschneiden, um das Ganze noch ein bisschen offener zu gestalten. Da habe ich hier natürlich eine schön feine Zahnung und dann gehe ich hier ganz vorsichtig rein. Schön gerade. Genau bis zum Boden der Bohrung. Das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Schon mal wunderschön. Das Ganze schleifen wir jetzt ein bisschen per Hand mit dem Schleifklotz. Ich hätte da einen zu empfehlen.
Na, wo ist er denn? Da ist er. Schönes Ding, selbst gebaut. Anleitung gibt es auf manual.de, wo auch sonst. Gehen wir hier nochmal so vorsichtig an den Kanten lang, an den Sägekanten. Und dann sieht das schon ganz gut aus. Tja, sehr schön. Ja, dann mache ich jetzt noch ein bisschen Wachs drauf, ne? Da habe ich das Wachs. Jetzt einfach ein bisschen was hier mit dem Lappen drauf verteilen. Da kommen die Kanten richtig schön raus. Das ist jetzt Multiplex. Es ist jetzt einfach ein Reststück, ne? Also Vollholz oder so. Ist natürlich auch gut, aber diese Multiplex-Kanten können dem vielleicht auch nochmal einen kleinen zusätzlichen grafischen Charakter verleihen. Ja, man wächst mit seinen Aufgaben, sage ich immer. Ich wische das jetzt hier noch kurz ab und dann kümmere ich mich um die Befestigung. Das machen wir ganz einfach mit 2 kleinen Nägelchen hier links und rechts. Nagel Nummer 1 setzen wir auf dieser Seite mittig. Ich nehme dazu mal eine Pinzette zur Hilfe. Für Nagel Nummer 2 nutze ich einen zweiten Haltetrick. Und zwar nehme ich mir dafür einfach so ein Stück Papier, stecke den Nagel da hindurch und schon hält er. Unten habe ich mir natürlich noch eine Auflage gemacht. So, jetzt kann ich ihn hier positionieren. Und auch vorsichtig einschlagen. Natürlich nicht ganz. Ja, und fertig ist die Aufhängung. Machen wir jetzt noch einen kleinen Faden rum und fertig ist das. Oh shit, ich habe den Faden verloren. Habe ich nicht noch irgendwo einen rumfliegen? Ja, da ist einer. Ich mache mir jetzt erstmal hier ans eine Ende eine kleine Schlaufe. Oh, ein bisschen kleiner als gewollt. Na gut, egal. Dann kürzen wir das mal. Weiß nicht, so bis hier vielleicht. Wie kriege ich denn jetzt eine möglichst kleine Schlaufe hin hier? Oh nee, du. Irgendwie so, ne? So und dann möglichst weit nach vorne. Einfach hier aufhängen. Mist, wir haben das Glas vergessen. Glas einstecken. Oh, ist es zu kurz? Nee, das ist okay. Ja, das waren sie dann, unsere 5 Reagenzglasvasen, beziehungsweise, ja, das Making-of von dieser. Ja, guck mal, habe ich hier so einen schönen Magnethaken gefunden. Da kommt das hier dran, hier im Labor, ne? Guck mal hier. Schön. So, dann schaukeln wir noch mal ein bisschen raus, ne? Bis dann.